heute gibt es ein neues Video aus der V8 Lounge und zwar zur Wartung an der C7. Ja, ich zeige euch, wie man den Ölfilter und das Öl wechselt, den Innenraumfilter und auch die Bremsflüssigkeit. Ja, viel Spaß beim Zuschauen. So, als nächstes wird das Auto einmal hier auf dem Lift hochgehoben. Da muss man allerdings beachten bei der C7. Ich versuche das mal einzufangen. Die hat hier so kleine Gummiauflagen. Vielleicht kann man das hier drauf erkennen. Die steht da auf so kleinen Gummifüßen. Die werden dort in die Schwelle eingehakt und ja, damit kann man dann das Auto sicher hochheben. Die muss man dort in so Langlöcher einhaken und dadurch hat das Auto dann den richtigen Stand. Ich mache mal gerade eine Aufnahme hier von unten drunter. Hier sieht man auch ja, den Ölfilter, den alten, den werden wir jetzt gleich entfernen. Und hier sieht man auch die beiden Ablassschrauben hier. Das ist bei der Trockensumpfschmierung beziehungsweise bei dem Z51 Paket. Ich kann auch noch weitere Sachen zeigen. Hier sieht man auch noch ein weiteres Teil, was bei der C7 häufig als ja, Teil getauscht werden muss. Das ist der Dämpfer hier vom Riementrieb, der auch der Riemenspanner gleichzeitig ist. Der ist ölgedämpft. Der wird häufig undicht. Und ja, wenn der undicht wird, dann ist es halt auch oft das Thema, dass dann der Riemen anfängt hier so zu schwingen. Und dann ist es Zeit, wenn der Bereich ölfeucht ist, dieses Teil dann auszutauschen. Das ist zum Glück auch nicht teuer. Das ist auch so ein häufiges Thema bei der C7. So, ich nehme jetzt als nächstes hier so eine Ölfilterkralle. Können wir ganz gut hier drum machen. Und dann können wir uns den nämlich greifen und dann damit aufdrehen. Die gehen manchmal etwas schwerer ab, aber hier der geht eigentlich. Den habe ich vor einem Jahr habe ich den getauscht. So, und dann gibt es hier noch ein weiteres ganz gutes Hilfsmittel. Das ist hier so ein kleiner Trichter. Den kann man hier drum machen. Und dann kann man nämlich den Ölfilter damit drehen. Und dann läuft einem die Soße auch nicht komplett über die Hand, sondern die läuft dann schön hier unten rein. Ich hoffe, man kann es gut sehen, weil das Öl läuft dann nämlich nicht über die Pfoten, so wie das normalerweise passiert. Und das klappt auch hier ganz gut. Wie man sehen kann, kommt das nämlich unten aus dem Rüssel raus. Man hat dann den Ölfilter hier schön drin und kann das Ganze hier zur Seite stellen. Den nehme ich mir jetzt nämlich mit. Und dann gibt es hier unten auch einen Verschlussstopfen. Und da kann man den jetzt ein bisschen rauslaufen lassen. Und wenn der ausgelaufen ist, dann ja, zur Seite stellen, ohne die komplette Sauerei zu machen. Weil das ist immer beim Ölwechsel das Thema. Man hat eigentlich grundsätzlich immer Sauerei. Und deswegen lässt man das auch eigentlich meist lieber in der Werkstatt machen, anstatt es selber zu machen. So, als nächstes kommen die Ablassschrauben hier dran. Das sind 15er Schlüssel weiter haben die. Fest. Okay. Können wir die hier losmachen? Die drückt man am besten noch dran und zieht die dann in einem raus. Und da haben wir auch hier einen Gummiring drauf. Da kann man entweder die ganze Schraube bzw. nur den Gummiring tauschen. Dann ist hier auch wieder dicht und tropft nicht. Es gibt auch nichts Nervigeres, als wenn man einen Ölwechsel macht und nachher hat man eine undichte Ablassschraube. Da kann man sich auch hier nochmal die Dichtfläche anschauen bzw. auch ein bisschen reinigen. So, das lassen wir jetzt mal ausbluten.
Nachdem die erste Schraube jetzt hier ausgetropft hat, können wir uns hier an die zweite Ablassschraube begeben. Dann mache ich die jetzt los. Und also es befindet sich hier einmal der Rest aus der Ölwanne und die zweite ist dann auch für den Rest aus dem Öltank. Weil das ist ja hier eine Trockensumpfschmierung. Es gibt die C7 auch mit Nasssumpfschmierung, also da müsst ihr schauen, welches Modell ihr habt. Meines Wissens bei der Nasssumpfschmierung hat man nur eine, aber bin ich mir nicht 100% sicher. So, dann ziehe ich nämlich die und da kommt nochmal der Rest an Öl auch noch raus. Und den lassen wir jetzt auch noch so weit auslaufen. Dann haben wir alles draußen. Also hier habe ich jetzt 3 Positionen, wo das Öl tropft. Einmal vom Ölfilter, einmal von hier und einmal von da. Die Wanne ist möglichst so positioniert, dass alles irgendwo noch da rein tropft. Das ist auch ganz schön viel Öl, was da reingeht. Das sind 9 Liter, aber ich schaue nochmal genau nach und schreibe euch das rein. Ja, der neue Filter kann als nächstes dann eingebaut werden. Das ist hier ein Acedelco-Filter. Eigentlich ein Standardteil. Der wird vorher mit ein bisschen Öl hier auf der Dichtfläche eingerieben, damit er gut abdichtet. Und im Anschluss wird er dann hier an den Ölfilteranschluss gedreht. Und der wird mit der Hand angezogen, also nicht mit dem Ölfilterschlüssel. Der wird gut handfest angezogen, damit man den auch nachher nochmal abbekommt, weil wenn man den mit dem Ölfilterschlüssel anknallt, dann bekommt man den so gut wie nicht mehr ab, nachdem der dann ein paar Mal warm und kalt geworden ist. Also der wird immer nur mit der Hand angezogen. So, der ist jetzt fest. Jetzt lassen wir das noch ein bisschen austropfen und machen die Schrauben wieder rein. So, ich tausche jetzt noch vorsichtshalber hier diese Dichtringe an den Ablassschrauben gegen neue Dichtringe aus. Dann haben wir auch die Sicherheit, dass wir das Ganze nicht nachher nochmal machen dürfen, weil irgendwie was undicht geworden ist. Und nachdem die montiert sind, schraube ich die jetzt hier wieder ein. Und ich blende euch auch gleich noch das Drehmoment ein, mit dem die festgezogen werden. Und dann machen wir jetzt in beide wieder rein. Und dann können wir nämlich von oben das Öl auffüllen. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch ein Abo da. Dann könnt ihr hier oben bei der Trockensumpfschmierung in den Behälter, das ist jetzt der Ausgleichsbehälter für die Trockensumpfschmierung hier, könnt ihr dann Öl einfüllen. Ich habe hier einen ganz praktischen Trichter, der kann hier unten sich verstellen, das heißt man kann den hier einhaken, dann bleibt ja, oder auch so, genau, das ist jetzt der Vorführeffekt, dann bleibt er auch stehen und dann könnt ihr hier das entsprechende Motoröl, je nachdem, also ihr könnt, also die C7 hat teilweise 5W30, die Z06 hat teilweise auch 0W40, es gab auch Änderungen da bei den Vorschriften bzw. bei den Recommended Oil Vorschlägen eben von GM. Bei der 2017er Variante, die hat hier noch das 5W30 auf dem Öldeckel stehen. Es kommt auch ein wenig drauf an, in welchen Temperaturgebieten bzw. ob ihr das Auto eben nur im Sommer oder auch im Sommer- und Winterfahrt benutzt. Ja? So. Die Öleinfüllmenge schreibe ich euch auch noch hier in den Text. Und es ist auch noch wichtig beim Ölmessen. Da gibt es auch hier die Vorgabe. Hier, also da ist auch nochmal drauf gezeichnet, wie man das messen soll. Also man soll den Motor starten, Motoröltemperatur auf 80 Grad bringen, dann den Motor ausmachen, dann 5 bis 10 Minuten warten und dann am Peilstab hier nochmal messen und das Ganze kontrollieren. Hier ist der Peilstab, der geht nicht in den Motor rein, sondern der geht nur in das Reservoir.
Und das Reservoir dient eben mehr oder weniger als zusätzlicher Öltank. Deswegen geht hier auch deutlich mehr rein, wie bei zum Beispiel bei der C3, wo vielleicht nur 4,5 Liter reingehen. Hier gehen da jetzt über 9 Liter rein. Das hat eben auch den Hintergrund, dass der Wagen auch bei höheren Kurvengeschwindigkeiten immer genug Ölreserve hat und nicht nur das Volumen unten aus der Wanne sich nimmt. Ja, ich werde jetzt das Ölwechselintervall hier im Bordcomputer zurückstellen. Das ist auch wichtig nach so einem Ölwechsel, damit der Wagen einem nicht anzeigt, dass man direkt wieder Ölwechsel machen soll. Dafür könnt ihr hier die Zündung anschalten an dem Wagen. Das macht ihr, indem ihr einfach den Startknopf lange drückt, ohne die Bremse zu drücken. Und dann kann man sich hier durchs Menü wählen. Und vielleicht kann man da das jetzt auch mal auf dem Display sehen. Da kann man jetzt hier sich durchs Menü wählen. Und ich gehe jetzt hier nochmal zurück in die Info. Ich kann es ja auch mal gerade zeigen hier auf also das mache ich hier über die rechten Tasten hier im Lenkrad. Und da kann man jetzt vorne ins Menü sich durchwählen bis zum Ölwechselintervall. Da sind wir hier jetzt bei 13%. Und das kann man jetzt, indem man die Select-Taste sehr lange hält, wieder auf 100% zurücksetzen. Und so kommt jetzt auch die Warnmeldung erst wieder in einem Jahr. Beziehungsweise je nach Fahrleistung dann und auch Fahrprofil. Was ich sonst noch mache, ist jetzt den Motor starten. Ich mache jetzt den Motor an und lasse den Wagen jetzt warm laufen. Da gehe ich jetzt hier in die Motortemperaturanzeige. Da lasse ich jetzt den Motor aufwärmen bis 80 Grad. Und wenn er 80 Grad erreicht hat, dann werde ich nochmal einen Test machen vorne an der Ölmenge. Und gegebenenfalls noch ein bisschen nachschütten. Ich habe jetzt 7 Liter drin, aber es geht noch mehr rein. Deswegen, was auch noch wichtig ist, dass man direkt beim Start kontrolliert, dass auch genügend Öldruck hier da ist. Da hat man hier die Öldruckanzeige. Die sollte auf jeden Fall sofort ausschlagen, beziehungsweise nach kürzester Zeit. Falls das nicht passiert, hat man auf jeden Fall irgendwas falsch gemacht. Entweder kein Öl eingefüllt oder unten keine Verschlussstopfen mal drauf gedreht. Und deswegen ist es sehr wichtig, das direkt zu kontrollieren und dann im Anschluss die Menge nochmal nachzustellen, dass die auch im warmen Zustand kontrolliert ist. Hier nach Anleitung, nach 5 Minuten, nachdem man den Motor ausgeschaltet ist, nochmal am Peilstab. So, nachdem die Motoröltemperatur jetzt 80 Grad erreicht hat, kann man den Motor abschalten und 5 Minuten warten. Und dann wird der Füllstand hier am Peilstab kontrolliert. Der misst nicht im Motor, sondern der misst am Behälter. Der hat hier eine Markierung Hot. Dort sollte sich das Öl befinden, wenn die Motoröltemperatur 80 Grad erreicht. Da wird jetzt noch deutlich zu wenig drin sein, weil wir sind jetzt hier unter der Hot-Markierung. Das heißt, ich werde jetzt nochmal ungefähr 1 Liter auffüllen können, um jetzt hier in diese Hot-Markierung reinzukommen. Das werde ich jetzt machen und dann haben wir den Ölwechsel erfolgreich hinter uns gebracht. Ja, danke fürs Zuschauen und wenn euch das Thema interessiert, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge. Ciao!